Bali. Schon das Wort allein klingt nach Paradies, oder? Aber hey, wie ist Bali mit Kind? Was ist mit dem verrückten Verkehr, den fiesen Moskitos? Und was, wenn man sich den Magen verdirbt? Der berüchtigte Bali-Bell. Ich lebe jetzt seit 7 Monaten mit meiner 3-jährigen Tochter und mit meinem Mann auf Bali und in diesem Video zeige ich dir die 7 grössten Gefahren für Familie und wie du sie ganz einfach umschiffst. Zeitstempel sind übrigens unter dem Video vorhanden. Benutze sie, um dort anzugumpen, was dich gerade interessiert. Bleib unbedingt bis zum Schluss an, dann verrate ich dir einen Bonustipp, wie du Bali ganz entspannt erlebst und warum du dich riesig auf den Bali-Urlaub freuen kannst. Hallo zusammen, ich bin Serena von Swissmiss on Tour. Ich habe früher Reiseführer über die ganze Welt geschrieben. Aber glaub mir, was darum gegangen ist, mit meiner eigenen kleinen Tochter auf Bali zu zügeln, habe ich genau die gleichen Sorgen gehabt, wie du jetzt vielleicht auch. Aber wir haben es gewagt und es ist ein Traum. Damit du den Sorgenteil überspringen kannst, habe ich das Video gemacht. Für mehr solche ehrliche Mami-Tipps von einer Reiseexpertin, klick doch gerne auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Merci vielmals. Fangen wir an mit der ersten Gefahr. Der Verkehr. Weisst, ich habe ja gedacht, ich hätte als Reiseautorin schon alles gesehen. Aber Bali ist anders. Stell dir vor, der Straßenverkehr ist ein Ballett. Aber niemand hat das Memo für Choreografie bekommen. Da ist zum einen der Linksverkehr. Das allein ist für uns Schweizer ja schon eine mentale Turnübung. Aber dann kommt die balinesische Interpretation davon dazu. Die rote Ampel, eher eine gut gemeinte Empfehlung. Die Fahrspur, ein vager Vorschlag. Da wird überholt, wo eine Lücke ist, wo breiter ist als der Lenker. Und trotz was, das sind da nicht etwa Fußgängerzonen. Das ist der Töffli-Parkplatz oder die VIP-Expressspur für die Roller, die es besonders brisant haben. Gleichzeitig musst du aufpassen, dass nicht in eines von diesen berühmten Bali-Löcher kreist. Das sind nicht kleine Stolperfallen, ein bisschen Beton bröckelt, sondern ein Krater, wo man locker einen Koffer drin versenken könnte. Und während du den Hindernislauf zu Fuß meisterst, musst du noch Limbo tanzen, unter den tief hängenden Stromkabel, die aussehen wie eine riesige Portion schwarze Spaghetti. Okay, ich glaube, du hast verstanden. Der Verkehr ist chaotisch. Mein Tipp, bleib extrem wachsam und heb deine Kinder immer fest an der Hand. Es gibt eine super Lösung. Hol dir die Apps GoCheck oder Grab. Für den Preis von einem Kaffee in Zürich fahren dir klimatisiert und sicher quer durch den Ort. Thema Kindersitz. Die gibt's im Taxi fast nie. Entweder du nimmst einen Reisesitz von daheim mit. Wir haben am Anfang den dabei gehabt, weil wir mal auf einer Busreise in Europa gebucht haben. Zum Beispiel bei Flixbus verlangen sie nämlich manchmal, dass man so einen Kindersitz dabei hat. Und ich habe den gekauft, weil der einfach sehr kompakt ist und wenn ich gerade allein mit meiner Tochter unterwegs bin, auch wirklich keinen extra Platz im Gepäck habe, um noch einen richtigen Kinderautositz mitzunehmen. Aber sonst gibt es auch noch so Modelle, die wirklich auch Schutz sind auf der Seite mit Küsse und da werden natürlich noch ein bisschen sicherer und man kann die auch relativ klein zusammenfalten, sodass sie vielleicht in den Koffer passen. Allerdings Achtung, es hat wahrscheinlich kein Isofix im balinesischen Auto. Oder mietest ein auf Mietstellen wie Made Baby Hire. Made ist ein von den typischen balinesischen Namen. Zu denen kann ich gut auch mal noch ein anderes Video machen, weil zu balinesischen Namen gibt es viel zu erzählen. Es ist also nicht eine falsche Aussprache von meiner Seite. Empfohlene Links dazu findest du unten in der Beschreibung. Mein absoluter Pro-Tipp: Gönn dir einen privaten Fahrer für 25 bis 40 Franken am Tag. Dein Fahrer kennt Schleichweg und deine Kinder können sicher auf dem Rücksitz pausen, während du die Reisfelder geniessest. Und falls nicht schon Roller fahrst in der Schweiz, miet nicht selber einen TÜV mit Kind. Das Risiko ist es einfach nicht wert. Kommen wir zur Gefahr Nummer 2, Sonne. Die hat absolut keinen Chill-Modus, sondern ist immer nur auf Grill. Unterschätzt die Nähe zum Äquator nicht. Es putzelt auch, wenn der Himmel bewölkt ist. Darum meine 3 Tipps. Kauf schon in der Schweiz genug 50 plus Sonnengang. Dort ist sie billiger. UV-Shirts für die Kinder sind zudem Gold wert. Zweitens. Mache zwischen dem 11 und dem 3 am Nachmittag Pause im Schatten. Und drittens. Trinkt genug. Eine frische Kokosnuss oder ein Pocari Sweatwasser mit vielen Elektrolyten hilft euch wieder auf die Beine. Damit ihr nichts vergesst, habe ich euch meine ultimative Packliste für Familie zusammengestellt. Den Link dazu findest du direkt unter dem Video. Lad sie doch grad kurz ab und schau dann die restlichen Gefahren und Tipps weiter.
Weiter geht's mit Gefahr Nummer 3, der Bali Belly. Das kann euch die Urlaubstage echt verderben. Meine goldene Regel: cook it, peel it or forget it. Alles, was nicht gekocht oder nicht von euch selber geschält worden ist, kommt nicht auf den Teller. Nutzt Wasser aus versiegelten Flaschen für alles, auch zum Zähneputzen. Habt aber keine Angst vor den lokalen Waggons. So nennt man einheimische Restaurants. Wenn es voll ist mit Leuten, ist es ein Qualitätssiegel. Und die Zutaten sind frisch. Falls du aber gerne ein Video mit unseren getesteten internationalen Lieblingsrestaurants hättest, lass mich das in den Kommentaren wissen. Nun noch ein Tipp, dass ihr auf Bali gesund bleibt. Habt immer Handdesinfektionsmittel dabei und wäscht eure Hände genügend Zeit. Wenn dir die Tipps bis jetzt schon geholfen haben, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben. So hilfst du mir, auch andere Familien auf weitere Abenteuer in Bali vorzubereiten. Und weiter geht's mit der Mucke. Es geht nicht nur ums Jucken, sondern auch um Denguefieber. Dengue-Mucke suchen auch am Tag umeinander. Trägt darum lange, helle Kleider und nutzt lokale Zitronengrassprays oder Antibac. Für Kinder gibt's da zudem in der Apotheke hautfreundliche Muckepflaster. In der Nacht ist die Klimaanlage zudem der beste Schutz. Mucke hassen kalte Luft. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was macht dir mehr Sorgen, der Bali Belly oder die Mucke? Ich antworte auf jeden Kommentar persönlich. Kommen wir zur Gefahr Nummer 5. Balis wilde Tiere. Die Affen im Monkey Forest sind nicht nur die flauschigen Disney-Freunde, sondern eher eine kleptomanische Gang. Da hilft nur, nichts zu essen in der Tasche haben, Sonnenbrille festheben und dir nicht anzulangen. Bei den Strassenhunden das Gleiche. Nur schauen, nicht anlangen. Auch wenn es herzig aussieht. Ich weiss, das tönt nach vielen Dingen, wo man im Kopf behalten muss. Genau darum habe ich den A bis Z Bali mit Kind Reiseguide erstellt. Das ist dieses interaktive Workbook mit Medikamentenliste, Spitalkontakt und Nannies. Alles drin. Den Link findest du unter dem Video. Jetzt sind wir schon bei Gefahr Nummer 6. Pools und das Meer. Balis Strände sind wunderschön, keine Frage. Aber die Strömungen sind nicht zu unterschätzen. Achtet auf die rote Flagge. Mit kleinen Kindern könnt ihr lieber auf Nusa Dua oder Lovina baden. Nimmt zudem eine gute, sichtbare Schwimmweste mit für die Kinder. Die Flügel werden manchmal schnell abgespült. Und ein Kind mit Schwimmweste kann man auch gut packen, wenn er mal am Strand von einer Welle beim Sendeln überrascht werden und das Kind im weißen Schuh verschwindet. Am Pool gilt, das Kind nie aus den Augen lassen. Und zu guter Letzt Gefahr Nummer 7, das Trinkwasser. Schweizer Kinder sind auf Hahnenwasser programmiert. In Bali ist das aber nicht genug sauber. Weder aus dem Hahn noch in der Dusche. Besprechen das schon daheim mit den Kindern. Das finden auch die Kleinen schon interessant, was es da für Unterschiede gibt zu der Schweiz. Was, wenn doch mal etwas passiert? Da kann ich dich beruhigen. Die medizinische Versorgung für Touristen ist super. Kliniken wie das PIMC-Spital sind top. Nehmt einfach immer den Pass, Krankenkassenkarte und Kreditkarte mit, dass ihr behandelt werdet. Ob das von eurer Krankenkasse abdeckt ist oder ob sich eine Reiseversicherung lohnt, kann ich euch auch noch in einem anderen Video erzählen, falls es dich interessiert. Und zudem ist die Info bereits im A bis Z Bali Reiseguide. Jetzt aber zum besprochenen Bonustipp. Die grösste Gefahr auf Bali ist keine Schlange, sondern die falsche Einstellung. Bali funktioniert nicht wie die Schweiz. Alles dauert länger und das Essen kommt auch nicht immer gleichzeitig. Wichtig ist ein Lächeln und eine Zen-Einstellung. Balinesen lieben Kinder über alles. Ihr werdet euch so willkommen fühlen da. Das bringt Entschleunigung und Beruhigung. Und das ist das wahre Paradies auf Bali. Mach's gut, viel Freude beim Planen. Und wenn du wissen möchtest, was so ein Urlaub auf Bali kostet und wieso wir bei diesen Zahlen völlig überrascht sind, schau mein nächstes Video. Klick einfach dort oben. Danke fürs Zuschauen und bis bald im Paradies.